Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Passen Sie auf. Man nehme American Akita, American Bulldog, American Pit Bull Terrier, Malinois, Hollandse Herdershund, Bull Mastiff, Cane Corso, English Mastiff, deutscher Schäferhund, Tosa Ino, Mastino Napoletano, Presa Canario und Rottweiler. Und hat damit eine ziemliche Portion an Power und Schliff eingepackt. Oder? Ich denke, da sind wir uns ausnahmslos alle einig, dass das so ist. Doch es wird immer jemanden geben, welcher der Meinung ist, diese Lawine an Schmalz ist nicht vollständig. Da fehlt noch etwas. Diese Rassen gehören miteinander gekreuzt. Ein wenig da gedreht, ein bisschen da geschraubt, eine Prise von dem, ein wenig von dem anderen. Und fertig ist der Donovan Pinscher, wenn scharfe Klingen nicht scharf genug sind. Bis gleich. So, ja, auch dieser Hund wird schon seit längerer Zeit hier auf Dog Special erwartet. Allerdings habe ich mich bis jetzt immer davor gedrückt, diesen Hund zu bringen. Warum? Nun, obwohl mir dieser Hund wirklich sehr gut gefällt, erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit der Erschaffung dieses Hundes nicht wirklich, wenn ich so sagen kann. Doch darauf möchte ich später etwas näher eingehen. Sehen wir uns zuvor mal an, was es mit dem Donovan Pinscher auf sich hat. Ja, der Mr. Dominic Donovan, ein Hundezüchter und Trainer, welcher zusammen mit einem Partner in Pennsylvania ein Schutzhundeausbildungszentrum betrieb. Der fasste in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts den Entschluss, einen Arbeitshund, Gebrauchshund, einen Schutzhund zu erschaffen, der alle anderen in den Schatten stellen sollte. Seine Vision handelte von einem Hund mit der Explosivität von Kampfhunderassen, der Kraft von Molosser und der Trainierbarkeit von Schäferhunden. Von einem Hund, der schnell laufen, hoch springen und gut klettern kann. Ein Hund, der wrestelt wie eine Bullterrier-Rasse und über schnelle Auffassungsgabe verfügt. Er wollte einen Hund mit hohem Will to Please und großer Power, furchtlos bei Herausforderung, trotzdem absolut kontrollierbar. Einen Hund, der in allen Situationen performen kann, sei es beim Sport oder in lebensbedrohlichen Szenarien. Dieser Hund sollte für herzerwärmende Momente in seiner Familie sorgen und die Herzen von Einbrechern gefrieren lassen. Er wollte den amerikanischen Superhund ins Leben rufen. Ja, Mr. Donovan experimentierte mit den Rassen, welche ich da zu Beginn des Videos genannt habe, paarte sie untereinander und legte dabei angeblich immer seinen Fokus darauf, dass der Blutanteil des Hollandse Herdershund sehr hoch bleibt. Natürlich war das ein jahrelanger Prozess, wie man sich denken kann. Aber genau auf diese Weise ist der Donovan Pinscher entstanden. Er gilt als reiner
Designerhund und ist nicht als Rasse anerkannt, aber er hat eine größere Fanbase in der USA. Dieser Hund ist anatomisch als gut gefestigt anzusehen, möchte ich meinen, weil die Fans dieses Hundetyps darauf achten, dass dieser erwünschte Phänotyp auch erhalten bleibt. Nun, der typische Donovan Pinscher erreicht Schulterhöhen zwischen 50 und 66 cm, also mittel- bis übermittelgroß oder gar groß und wird zwischen 29 und 45 Kilo schwer. Das ist ein kurzhaariger Hund, den man am liebsten in Rot, Schwarz oder gestromt sieht. Zumeist kopiert man in der USA die Ohren und die Rute. Was gibt es über den Charakter des typischen Donovan Pinschers zu sagen? Man könnte es kurz machen mit ein wahnsinnig starkes Geschoss. Man kann aber auch etwas mehr ins Detail gehen und hier das Ganze etwas detaillierter erklären. Das möchte ich gerne versuchen. Ja, habe ich persönlich jemals einen solchen Hund getroffen? Nein, habe ich nicht. Meine Kenntnisse zu diesem Hund stammen von Informationen aus dem Internet. Züchter oder Foren, in welchen sich Besitzer dieser Hunde miteinander unterhalten, die stellen hierbei meine Quellen dar. Wenn es um Schutztrieb, also Verteidigungsbereitschaft, um Leistungsfähigkeit, hohen Will to Please und Familientauglichkeit geht, scheint hier Mr. Donovan ganze Arbeit geleistet zu haben, denn genau diese Eigenschaften werden von allen Besitzern dieses Hundes sehr stark betont, ausnahmslos. Genauso schreiben aber alle davon, dass dieser Hund jeden unerfahrenen Besitzer als Hund hoffnungslos überrollt. Und das glaube ich diesen Leuten sofort aufs Wort. Schauen Sie, auf YouTube sehen Sie diesen Hund hauptsächlich bei der Mannarbeit. Man kann auch davon ausgehen, dass der Donovan Pinscher eher nicht in Kreisen von Golden Retriever Fans gehalten wird. Ja. Die Grundidee, diesen Hund zu entwickeln, die war nicht diese, ihn besonders süß und freundlich wirken zu lassen, sondern mit ihm einen extrem familienloyalen Schrecken für böse Menschen zu erschaffen. Punkt, aus, Ende. Das ist alles. Wir haben mit dem Donovan Pinscher einen mittelgroßen bis großen Hund, der geistig und körperlich mächtig Dampf besitzt. Da fährt die Eisenbahn drüber, ganz klar. Einen Hund, der im ersten Augenblick wie ein Mix aus Dobermann und American Pitbull Terrier wirkt und meiner Meinung nach solch ein Mix, also als Dobermann und American Pitbull Terrier, dem Donovan Pinscher geistig und anatomisch auch sehr ähnlich wäre. Bin ich mir ganz sicher. Schauen Sie, ich habe zu diesem Hund, zu dieser Hundetype eigene Meinung, ganz klar. Eine ähnliche Meinung, wie ich sie zu X-Malis oder Bandogs habe. Ja, denn ist der häufig so schon manchmal recht übertrieben hochgepriesene X-Mali, der Diensthund, der alles besser kann als der reinrassige Mali, ist der Bandog der effektivere Hund für Problembeseitigung, als es der reinrassige Fila Bullmastiff oder Cane Corso ist. Das Rotlicht dachte das zumindest. Ja. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Sportschützen, ja, die tunen gerne ihre Waffen, um besser zu treffen. Es gibt hier Leute, die mit ihren Trefferbildern unzufrieden sind. Die besorgen sich dann einen Tuning-Abzug, bauen andere Rückstoßfedern ein, verändern die Visierung oder das Griffstück. Und dann stehen sie eines Tages am Schießstand neben einer Person, welche genau dieselbe Waffe in unverbasteltem Zustand besser schießt als diese Person ihre getunte Waffe. Ja, weil er einfach mehr Gefühl hat, weil er die Waffe besser hält. Die muss nicht getunt sein, denn es ist nicht die Waffe, die daneben schießt, es ist der Schütze, der das tut. Verstehen Sie, was ich meine, auf was ich damit hinaus möchte? Ja? Schauen Sie, mir könnte kein Mensch der Welt den X-Mali als den besseren Malinois verkaufen. Schauen Sie,
Ich stand einmal vor einem X-Mali. Und zumindest wurde mir dieser Hund als X-Mali vorgestellt. Ja, der war anatomisch ein rötlich-brauner American Pitbull Terrier mit natürlichem Stehohr und schwarzer Maske Umfang. Ja. Ein Hund, der auf mich wirkte, als wäre er ständig und dauernd auf Speed. Welchen Vorteil soll dieser Hund gegenüber einem reinrassigen Malinois zu bieten haben? Also für mich hat er da gar keinen Vorteil gegenüber einem echten Mali. Dieser Hund war ständig unter Strom. Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen wäre, war, dass der Hund auffallend kurzhaariger war als der normale Malinois und ja, wie gesagt, ständig unter Strom stand. Ich bezweifle, dass dessen Leistungsfähigkeit, dessen Zähigkeit derartig höher war als die des typischen Malinois, sodass man vom Überdiensthund sprechen könnte. Also für mich hätte dieser Hund keinen Sinn gehabt. Also hätten sie mich vor die Wahl gestellt zwischen diesem hochbeworbenen X-Mali und dem reinrassigen Malinois. Ich hätte mich zu 100% für den reinrassigen Malinois entschieden, wo ich genau gewusst hätte, was auf mich zukommt. Ja, natürlich wäre es dann auch auf mich angekommen, wie es in Zukunft mit diesem Hund, mit seinem Wesensbild im Endeffekt dann aussieht. Klare Sache, aber schauen Sie, möchte ich einen Hund, der so funktioniert, wie dieser X-Mali funktioniert hat, dann kann ich auch einen reinrassigen Malinois in diese Richtung formen. Ja, das ist meine Meinung. Ich kannte einen Bandog namens Scott, von diesem Hund habe ich schon einige Male erzählt. Im Besitz eines ehemaligen Trainingskollegen von mir, der im Rotlicht tätig war als Geldeintreiber. Dieser Hund war Artilleriegeschoss, das war ein Krieger, der eigentlich nicht gesellschaftsfähig war. Also ein Hund, der von der normalen Gesellschaft höchstwahrscheinlich nicht anerkannt worden wäre als gesellschaftsfähig. Sie verstehen, was ich meine. Doch ich bin mir auch sicher, dass mein damaliger Trainingskollege denselben Hund mit einem reinrassigen Bullmastiff, Fila Brasileiro oder Cane Corso erzielt hätte. Da er generell ein Mensch war, der Hunde in eine Richtung erzog, hielt, er hätte keinen Bandog gebraucht, damit er einen Hund hat, der dementsprechend oder derartigen Dampf an den Tag legt, wie Scott das tat, gepaart mit körperlicher Kraft. Das hätte in seinen Händen auch ein Bullmastiff oder ein Cane Corso oder ein Fila Brasileiro gebracht. Ja. Ich kannte einen Dobermann, der derartig viel geistigen Dampf hatte und rassetypisch höchst leistungsfähig dastand. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass der beste Donovan Pinscher nichts wirklich sehr viel besser kann, als es dieser Dobermann konnte. Also ich sage immer so, der Donovan Pinscher ist ein wunderschöner Hund, ein toller, ein beeindruckender Hund, aber man hat das Rad nicht neu mit diesem Hund erfunden. Also, solche Räder gab es schon vor dem Donovan Pinscher. Ja klar, letztens könnte man hier beginnen, Erbsen zu zählen. Der Donovan ist einige kmh schneller, springt 10 cm höher und so weiter. Doch in der Praxis, speziell bei den Aufgaben, für welche dieser Hund in mühsamer Arbeit erschaffen wurde, ist der Unterschied gleich null. Ja, so sehe ich das, wenn Sie ein Hundekönner als Besitzer sind. Ja, ja, das ist ein wunderschöner Hund mit anspruchsvollem Wesen und überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit. Doch meine Meinung, wie gesagt, ich wiederhole mich dazu, lautet, schon vor dem Donovan Pinscher existierten Hunderassen, welche die Aufgaben, für welche er entwickelt wurde, in den geeigneten Händen genauso gut erledigen. Tolles Experiment, auf jeden Fall. Sinnvoll, ja, es kommt darauf an, wie man das sieht. Schauen Sie, ich hatte da mal eine Idee. Das war aber nur ein Hirngespinst. Ich hätte das höchstwahrscheinlich niemals in die Tat umgesetzt. Wo beginne ich am besten? Ich bin ein großer Bull Terrier-Fan, kenne viele Menschen, die das ebenfalls sind. Die meisten eingeschworenen Bull Terrier-Fans interessieren und sich auch
sehr für die Geschichte dieser Rassen, egal ob das ein Standard Bull Terrier ist, ein Staffordshire Bull Terrier oder ein American Staffordshire Terrier ist. Die meisten Besitzer dieser Hunderassen, dieser bullartigen Terrier, sind fasziniert von der Geschichte dieser Hunde. Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, ob man den Hundekampf verherrlicht, für welchen diese Hundetypen einzig und allein erschaffen wurden. Na, es ist generell das Gesamte der Geschichte der Entstehung dieser Hunde, die einen faszinieren kann. Ja. Wenn man das tut, dann kennt man auch den Begriff Bull and Terrier. Das sind die Ausgangsbasis für die Rassen Standard Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier und so weiter. Ich hörte schon so oft, du Ronny, ich wäre schon interessiert daran, wie so ein damaliger alter Bull and Terrier im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Bastel dir selbst einen. Wenn du den Platz, das Geld und die Zeit hast, besorg dir eine American Bulldog Hündin aus einer etwas niedrigeren Linie, besorg dir einen Fox Terrier Rüden, verpaar die beiden und die Welpen sind 100% echte anatomische Bull and Terrier. Mit anderen Basen haben die im 18. und 19. Jahrhundert auch nicht gearbeitet. Und damals hatte ich echt die Idee, eine eigene Hunderasse zu kreieren, aber nicht um das Rad neu zu erfinden, denn ich wusste, mit einem Original Bull and Terrier würde ich in eine gewisse Marktlücke stoßen. Ich selbst kannte mindestens 10 Leute, die sich sofort solch einen Welpen genommen hätten. Ja. Also ich bin mir sicher, dass hier hauptsächlich Bull Terrier Fans, Abnehmer gewesen wären, die sich von der Geschichte dieser Hunderasse haben beeindrucken lassen. Und hier bin ich mir auch sicher, dass es sehr viele Leute gewesen wären, die einen reinrassigen Vertreter dieser Hundetypen zu Hause gehabt hätten und sich eben solch einen Original Bull and Terrier hätten dazu nehmen wollen. Ja, das war ein Hirngespinst, das dauerte maximal 2 Wochen, dann verschwand das wieder, weil mir die Mittel einfach nicht zur Verfügung standen. Weder Zeit noch Geld oder sonst irgendwas. Platz. Ja. Doch, wie gesagt, natürlich ist es reizvoll, an seinem eigenen Hund zu basteln. Aber speziell in Richtung Protection, Schutz, Verteidigung, hier mit der Verpaarung von Hunden, die sich sehr gut dafür eignen, zu versuchen, das Rad neu zu erfinden mit einem Hund, der das alles besser können soll. Das gelingt im seltensten Fall. Da die Hunderassen, die zu diesem Thema heutzutage schon existieren, gut genug sind. Speziell dann, wenn sie in Händen von Könnern sind. Ja. Also nochmal, der Donovan Pinscher ist ein fantastisch aussehender Hund, der mir sehr gut gefällt. Ein Hund mit höchst anspruchsvollem Charakter, ein Hund mit Dampf, da braucht man nicht drüber reden. Klare Sache. Ein Hund, der nichts für Menschen ist, die dem Hund körperlich nicht gewachsen sind oder im Kopf etwas zu schwach sind für derartig kräftigen Hund. Der Hund ist ja nicht nur körperlich stark, sondern auch geistig stark. Für solche Leute ist dieser Hund nicht gemacht und sorgt sicher für Probleme. Ja. Aber zum dritten Mal, das Rad hat man mit dem Donovan Pinscher zum Thema Schutzhund, Verteidigung etc. sicherlich nicht neu erfunden. Bin mir sicher, der Großteil der Basisrassen, die an seiner Entstehung mitgewirkt haben, könnten alles genauso gut wie er es kann, wenn diese Hunde in Händen gehalten werden, die es darauf abgesehen haben. Das ist meine Meinung zum Donovan Pinscher, der, nochmal, ein beeindruckender Hund ist, der zu Recht seine Fanbase hat in der USA, aber jetzt nicht unbedingt der Grund ist, weshalb ich in die USA reisen würde, um mir diesen Hund zu holen, weil ich es auf einen puren Schutzhund abgesehen habe. Also da haben wir genügend andere sehr geeignete Hunderassen um uns herum,
bei welchen man nicht in die USA reisen müsste. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.